So now, if I remember correctly, you guys are busy searching for a place somewhere in the world. Is that correct? Yes, they have found it, and I'll show you what they have found. I hope I can do that. Yeah. Share. Ah, Yeah. that looks very pretty. Yes, and they found out that the name of the city. Yes. It looks very Mediterranean. Very Italian. Yeah. Very Italian. I wouldn't know the village. If it's a small little village, I mean, you probably wouldn't be able to tell who it is or where it is. What is the name of the place? Wie heißt die Stadt? Diese, laut. Calopezzati. 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 And what does that mean in Italian? Gibt es dafür eine Bedeutung in Italien, in Italienisch? Bedeutet Calopezzati etwas? Nice hill. Oh, well, it looks like a very nice hill, if you ask me. Yes, it looks like that. So you're in today because you want to invite the students of this class, and that is why you are here. And we have a few minutes to do that. So it's up to you. Okay. So I want you to just tell me a little bit about the Living Maths Olympiad. It's been running for a few years now, and it is one of the only Olympiads in the world that goes from kindergarten up to grade 9. Do they all understand what I'm saying, or do you need to translate? Die Mathematik-Olympiade, die ich euch gerne vorstellen möchte, da hatten wir ja schon von gesprochen, die gibt es schon seit einigen Jahren, und diese Olympiade findet in unterschiedlichen Altersstufen statt, von der 1. Klasse bis zur 9. Klasse. Allora, già le Olimpiadi di matematica esiste già da alcuni anni e comincia con l'età degli scolari dalla elementare. And of course, we have students in my country taking part, and we have students from around the world taking part. And we would love to see some students in Germany, and from some of our guests in Italy, we would love to see their students taking part as well. Also es gibt Schulen in Südafrika, die daran teilnehmen, es gibt auch Schulen in ganz Afrika, die daran teilnehmen, es gibt auch Schulen in Deutschland, die daran teilnehmen, und er möchte auch die Schulen in Calopezzati einladen, da an dieser Mathematik-Olympiade teilzunehmen. Wait. Queste Olimpiadi del Sudafrica, tante altre come so, altre parti dell'Africa e altre parti dell'Europa, e soprattutto anche che invita a partecipare alle Olimpiadi di matematica anche la città di Calopezzati. And if we look at the numbers, last year we had about 170,000 students taking part from around the world. Im letzten Jahr haben 170.000 Schüler teilgenommen. L'anno scorso hanno partecipato 170.000 scolari a questa Olimpiade. Okay. And I think that if I was going to try and share the excitement of the Olympiad with you, the best way to do that would be to get you to do 1 or 2 questions so you can see the style of questions we like to ask. Damit Sie sich vorstellen können, wie das aussehen kann, möchte er Ihnen gerne 2 oder 3 Aufgaben vorstellen aus der aktuellen Mathematik-Olympiade. Jetzt und hier. Perché per poterci fare un'idea,
si vuole proporre tre Müsste Google nochmal neu aufmachen. Wo kann ich das machen? in questo momento Hier den Browser nochmal neu aufmachen, dass da zwei nebeneinander stehen. Hatte ich eben. Ist weg. Neuen Tipp. Kann ich den jetzt nach rechts ziehen und er ist dann links drauf? Nee, ne? Gut, dann müssen wir das irgendwie anders. Okay. Okay, so I thought the best way to do this is to actually play a game, and we're going to do a bit of a quiz show. There are only 3 questions, and hopefully you'll be able to answer these questions. You'll have 1 minute to answer each question. Now, Mr. Marx, are there any computers that are on that maybe our guests could join in and log in? No, actually No? not. Okay. Not? Wenn Okay. Sie mitspielen möchten, gegen die Schüler spielen möchten, dann dürfen Sie jetzt gerne Ihr Smartphone rausnehmen und mitspielen. Wenn Sie das nicht möchten, Sie müssen es nicht. Allora detto così, chi vuole partecipare, può il proprio cellulare e lo faccio vedere perché partecipa la squadra di noi contro gli scolari. Ci sono tre esercizi. Ja, Okay. nein? Do any of them have a cell phone maybe, or an iPad Ja, Cellphone. that's got internet? Maybe a Cellphone. Immer schon recht. One, two. Two cell phones. Perfect. So I'm going to share the screen with you. You must type the following on your cell phone or on your iPad. Sie bekommen jetzt einen Link. State ricevendo un link. Der Link ist ein italienischer Link. Io italiana. Ah, Sie haben kein Internet. They have no access to the Internet, sorry. Ah, they have no access to the internet. Okay. All right, then not a problem. I will put the answers on the board, and then you will tell me if I must choose the blue, the green, the red, or the yellow. Okay. We do it like that. Okay, are we ready? Okay, so I'm going to launch the quiz. So, wer Just make möchte... sure that we've got... Siran wollte das, glaube ich, machen, ne? Ja, sehr. So, Siran steht jetzt hier vorne. Also, ihr bekommt jetzt eine Mathematikaufgabe und ihr kriegt 4 Auswahlmöglichkeiten und ihr sollt sagen, welche davon die richtige ist. Warte noch mal, Moment. So now, if anyone has got access to the internet, they can join in on the quiz. We're going to enter the PIN code. Ist 481. jemand von Ihnen jetzt noch dabei mit dem Smartphone? Kahoot.it. Okay, yes, some are joining. Dann bitte die Okay, wonderful. 4481 eingeben und anschließend ein Nickname. Okay, they're just typing in the code word and they type in the nickname. I'm in already, as you can see, because I know I'm going to Yeah. be the winner. Ja, ja. Kahoot. Das ist nur eine Arbeitsplattform. Wer macht's? Ne? And then, Mr. Mark, have you got another tab open that you're going to Yeah. run it on? No, it's not open. I don't know how to open it. Okay, then don't worry. That's not too serious. Okay, we've got 3 people in. All right, are we ready to rock and roll? Yeah, we can. Okay, I have no questions yet. Okay, let's go. Ja, warte. Das ist nur Logo. So, berechne. Wo ich den kleinen Zettel oder am Rand? Berechne. 200 geteilt durch 1,5 plus 50. So, da unten stehen 4 Möglichkeiten. Ach, da unten. And Steve, you click for my students. I will click the answer if they tell me what the answer is. What color? Okay, du musst
die Abstimmung fragen. Wer ist für welche Zahl? Lass ihn im Moment rechnen. 1 Minute Zeit. Du musst die Abstimmung erfahren. Wer ist für die Zahl, wer ist für die Zahl? Sera, frag. Wer ist für 150? Anto. Which one? 10. Color? Ja, sind die meisten, glaube ich, ne? Dann sag mal. The red one. 150. Ja. Yes. Okay. We had 2 teams. The red one and 1 team answered 1. So let's see. No one got it correct. And let's just have a look why. If you divide 200 by a half, how many halves go into 200? Wie viel mal geht ein halbes in 200? Wie oft kann man ein halbes? You need 400 halves. Ja. Plus 50 makes 450. 450 wäre die richtige Lösung. Okay. Nice try, nice try. Let's have a look at the leaderboard. Right now, we have Franco, Reinhardt, and winner with 0 points. Okay, are we ready? Next question. Finde die sechste Zahl in der Reihe der Folge minus 15, 9, minus 3, 3. Wie geht die Reihe weiter? Stoppklasse 5. Die erste Zahl heißt minus 15, dann die zweite Zahl heißt minus 9, die dritte Zahl heißt minus 3, die vierte Zahl heißt 3. Wie heißt dann die sechste? 4 Möglichkeiten. Welche? Ja, man muss sagen, 6. You took too long to answer. And of course, if you look at the pattern, what is happening is from negative 15 to negative 9, you've added 6. And if you add 6 again, it goes to negative 3. If you add 6 again, it goes to 3. So the next number would be 9, and the next number would be 15. Und dann wären wir bei minus 15. Aha, okay. Next one. Next one, okay. And you've only got 30 seconds. You ready? 30 seconds only? Well, no one's got any of these right yet. We need to get someone getting 1 right to win. One. Also, es hat noch keiner wirklich was richtig. Easy. Berechne. This one is easy. 30 Sekunden Zeit. 5 minus 2 mal, das soll Nachzeichen sein. 5 minus 2 mal 3 plus 1. So, und jetzt schnell, komm. Komm, schnell. 10. So. Blue. Yes. Okay, I've entered blue for you. We've only got 2 answers in so far. And time is up. So we only got 2 answers. 1 was correct, 1 was incorrect. The correct answer is 0. Here's the winner. Reinhardt is the winner with 817 points. Hey, die Schüler haben gewonnen. Das falsche Ergebnis eingetragen haben. Einfach nur eine Möglichkeit, wie Sie auf unterschiedliche Art und Weise so eine Tafel benutzen können. Das ist natürlich jetzt alles etwas nervös. Das funktioniert nicht so perfekt. Aber es ist die Idee. Herzlichen Dank und der Klasse nochmal ganz herzlichen Dank.
den ihr so mitgemacht habt, trainiert das weiter. Just wait. Ja, einige Mathematikkenntnisse. Danke. Ja. Danke. Ja. Danke. Tschüss. So, I just, there was a friend of mine inside among the guests, and he used my nickname to, it was not so stupid. Okay. Take all the credit. Jetzt sind wir wieder etwas locker raus, ne? Wir machen einfach weiter. Okay, das waren zwei, I just translate a little in German. Das waren 3 Fragen aus dieser Mathe-Olympiade. That was 3 questions from the actual Math Olympiad. Yes. What grade are you working with at the moment? What grade are they? That would be grade 6 for the test. Okay, so those were 1 or 2 of the grade 7 questions, but they were the beginning of the paper, which means that they are the easier questions, so they would be at a grade 6 level. Mhm. Also, das waren 3 Fragen, eigentlich aus dem Test von der Klasse 7, aber es waren die Anfangsfragen und die waren eigentlich so einfach, dass man das Klasse 6 Schüler hätte auch lösen können. Offiziell ist es so, dass ihr also richtig Papier bekommt. Papier. Echt? Ja, also es wird da nichts im Internet gemacht, das haben wir jetzt nur gemacht, damit die da hinten ein bisschen Show haben. Ja, wir haben das Ganze jetzt zum Beispiel auch alles Video verfilmt, das heißt, das Ding könnt ihr euch am Nachmittag auch angucken. Ja, das steht im Internet. Nein, Ballon erzählt das ja bei YouTube. I just tell them that you record it to be presented at YouTube. Ja, and ihr bekommt dann diese Tipp für euch, das heißt, ihr habt Klasse 6 abgeschlossen, das heißt, ihr bekämet dann die Aufgaben für Klasse 6. Und diese Aufgaben sind zum Teil auch solche Aufgaben, es sind aber auch Aufgaben zum Nachdenken. Was ich mache, I think I can give them the old paper, grade 6 from 2000. Absolutely. So, ich kann euch also den alten Bogen von 2012 geben oder 2013 haben. Und dann könnt ihr üben dran. And they can also write it in pairs. Und ihr könnt natürlich auch, ihr müsst es nicht mal alleine schreiben, ihr könnt sogar als Kleingruppe, als Paar, den einen Testbogen machen. Am Ende gibt es dann von ihm, von seiner Organisation in Südafrika, auch eine Teilnahmebescheinigung, das ist später dann wieder wichtig für eure Bewerbungsunterlagen, und damit signalisiert, hier, ich habe ein bisschen mehr Mathe gemacht als die breite Masse. Ja, um was anderes geht. Unabhängig davon, wie der ausfällt, ob ihr eine Bronzeurkunde kriegt, eine Silber-, Gold- oder Platin-Urkunde kriegt oder vielleicht sogar a present, if you have the best results. Egal. Never mind. It's up to you and it's your confirmation. Es ist eure Bescheinigung that you have joined the session. This Olympiad, take it to your papers for for applying for a job. Also ihr könnt es an euren Bewerbungsvertrag. Ich kann euch das dann zeigen. Ich kann euch einen alten Bogen geben. Ich hätte jetzt sogar einen hier. Ja, Klasse 6. Eben weil ihr Klasse 6 abgeschlossen habt. Und da könnt ihr auch Ballone reinstellen. Oh, I thought you just take a photo from my big stomach. No. It's a kleiner stomach, don't worry. Mine is a big one. So you are sitting in the cafe, aren't you? Would you like to see where I am? I'll turn it around. Yeah. So, dreh mal ein bisschen die Kamera rum. Guck mal. No clouds, sunshine, palms.
Frage This is our ist, awful, awful winter. das ist Ihr wunderschöner Winter. Das ist Winterzeit. Yeah, they are very surprised because they think that this might be a winter environment or surrounding, but it's summer. In Germany, it looks like this. I know, we're very lucky. What's the temperature tonight? Sorry, the temperature today is probably about, well, there's a bit of a breeze here now, but I would guess about 21, 22 degrees if it's not in an area where there's a cold wind. So we have late summer, and I think we have about 12. Hintergrundsiegel aus dem Panel. In Südafrika, in diesem Café, und in diesem Café macht er jetzt Werbung für euch, weil er ist unterwegs von einer Schulklasse, um die Schulklasse zu unterrichten. Jeder von euch just want to invite them to your DGC event on Wednesday afternoon, if you like. We've got quite a few events that are coming up that maybe they would be interested in if their English is quite good. But on Tuesday night, I'm going to be doing an interview, and they'll be able to watch it live on YouTube. And if they want to email questions through, they can. And I'm going to be interviewing the two people who came up with the idea for a street store, which is now being copied all over the world for homeless people. They get people to donate clothing, and they put all the clothing up on the posters which hang on, let's say, a public wall, and then the people can come along and choose clothing, and instead of having the indignity of digging in bins to get it. Ja, okay. Also, jeden Mittwoch macht er Matheunterricht an einer Mädchenschule in Südafrika. Das wird jedes Mal live übertragen, jeden Mittwoch um 2:30. Und jeder von euch könnte von zu Hause, wenn er wollte, sich dort einklinken und mitmachen. Er muss auch gar nicht, oder sie muss auch gar nicht mitmachen. Braucht auch einfach nur da sitzen und zuhören. Es wird alles videofilmt. Ich kann euch da Videos von zeigen gleich, wie er da sitzt und mit den Schülerinnen Mathe macht. Er macht auch gerne eine Stunde mit euch, so kurz vor der Ferien, kurz vor Weihnachten, wo ihr sowieso keinen Bock mehr habt, normale Mathe-Stunden zu machen. Macht er mit euch ein paar Zahlenrätsel oder Denkaufgaben, wenn ihr sagt, okay, ich traue mir das zu. Ansonsten hat er euch gerade eingeladen, am Dienstagabend an einer Videokonferenz teilzunehmen. Es gibt eine neue Idee, dass Leute Klamotten öffentlich an einer Wand aufhängen, wo dann Leute, die keine Sachen zum Anziehen haben, sich daran bedienen können. Diese Idee ist mittlerweile durch die Welt und die Idee ist gut. Anstatt irgendwo im Müll nach irgendwelchen Klamotten zu suchen, weil man sonst nichts anzuziehen hat, kann man zu dieser Wand gehen und kann sich dann Sachen darunter nehmen, die anderen Leute nicht mehr brauchen, bevor sie in den Müll schmeißen und haben dann was anzuziehen. Gerade in Kapstadt gibt es sehr, sehr viele, Tausende, nichts anzuziehen haben, beziehungsweise was haben, aber keine zweite. Dann könnten da ja auch theoretisch einfach irgendwelche Leute hingehen, die es eigentlich gar nicht nötig haben. So usually people who have enough to wear could go there and pick the clothes as well. That was one. Yeah, it's a good question from one lady. It's a good question. I think that the aim is really to help out the homeless people. So basically, they've put out all the clothing there for homeless people to come along, almost like a store. And they can help themselves from the things that are hanging on the fence. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass es für die Leute ist, die keine Bleibe haben, kein Zuhause haben. Die können sich dann da, ja, es gibt erstaunlich viele, übrigens auch in Deutschland, Menschen, die kein Geld haben, sogar hier in Sundern, die kein Geld haben, die mal unten an die Leute, die da in die Links gehen, zur Asperger Tafel gehen. Die haben zwar alles anzuziehen, aber die haben nicht das Geld. Die Armut in Deutschland,
Ja. Und es gibt da Leute, die zum Beispiel nachmittags über den Schulhof gehen, und die Mülleimer absuchen, ob da nicht irgendwelche Taschen sind. Ja. Ja? Also es gibt da sehr, also What's the time for Tuesday evening? It's going to be 6 p.m., which is the same time as your time now. So you're also at 12:30, aren't you? So it'll be 6 p.m. on Tuesday night on livingmaths.com. Also, nächsten Dienstag um 6 Uhr abends ist natürlich, man sollte ein bisschen Englisch drauf haben. Man kann sogar Fragen stellen, auch als Zuschauer Fragen stellen, wenn man glaubt, man hätte eine, die man gerne den Leuten dann stellen möchte. Er interviewt die diese Idee hatten mit den Klamotten auf den Zäunen und auf den Wänden, wo man die dann hinlegen kann. Und wenn ihr sagt, ich habe da mal eine Frage und kriegt das vielleicht hin, mit dem Großschwester Bruder diese Frage da reinzutippen, dann könnt ihr mit dieser Frage auch gestellt und beantworten. So, the first starts to paint, so that means that we have closed down very soon. One question from Jason. Okay. Aha, what's the name of your YouTube channel? Well, we've actually embedded the video onto our webpage, so you just go to livingmaths.com. Okay, I will tell them. Watch live there. Okay. No, and while we're leaving, I want to just quickly try and see if I can show you what Table Mountain looks like. So I'm going to quickly take a walk around the corner here so you can have a look. Das gerne mit euch teilen möchte, vom sogenannten Tafelberg, dem berühmtesten Berg Afrikas, der direkt quasi neben Kapstadt liegt. Der sogenannte Tafelberg. Aha. Ja, ich glaube, der geht raus und er zeigt ihn euch quasi live. Ah, da hinten kommt er. Can you see that? There's no clouds. No clouds. Can you see the flat mountain? It's very seldom. Normalerweise ist dieser Berg immer von weißen Wolken umgeben. Das heißt, man kann nie die the cable car? Und darum denkt man immer, das ist halt wie so ein weißes Tisch. Darum heißt der Berg Tafelberg. Weil es immer aussieht, als wäre es ein Tisch, der weiß gedeckt ist, weil oben immer die weißen Wolken sind. Ich klatsche gleich mal vor. Okay, Steve, thanks a lot. Can you see? Look carefully. Yeah. Bye bye. Tschüss.